We had to actually look ourselves in the mirror and see what our issues were, what we could do outside of the pitch to become a better team, to become even closer. And I think now we've really come to a good place as a team. My goal is to win the Champions League. Of course, I would love to win the league and the Pokal also, but yeah, something that's on my list is the Champions League, and I feel like and I want this to be the place where I do it. I think we are making steps towards it every single month. I think this half year that we've played now since Christmas has been very good. I think we've taken big steps as a team. It's a process that we're never finished with, and no matter how this season ends, we're still not finished with it. And I think everyone that plays in our team wants to win the Champions League, and that's why you come to Bayern Munich. Ja, ich glaube, dass wir uns einfach seit der Winterpause als Mannschaft total gefunden haben, weil inzwischen super enge Freundschaften auch geknüpft wurden und weil man das Gefühl hat, dass das wieder auch ein Schlüssel sein kann, dass man dann auf dem Platz gemeinsam funktioniert. Es ist oft gar nicht so das Ziel, was das Besondere ist am Ende, sondern es ist irgendwie der Weg dorthin, der in Erinnerung bleibt. I think that's something this team really shows. I think everyone is so empathic. They show so much like empathy. Yeah, you can feel like this is a group of really nice persons and nice people, and I think that's something like we really need to take care of. That's something I felt right away when I came to Bayern Munich, that the girls are really like genuinely good people, and yeah, you don't see that often, that almost all players like just want the best from each other. Yeah, this one. Yeah. Yeah. Okay. You play next to this place in the stadium. Nice one. Lemon. Okay, just one. Two. Okay. No, just a little round. Okay, like auf ein guter Abend. Gute Freunde. Auf Do or Die. Do or Die. We are excited to start again. So now we go straight into a Champions League game today. It is not easy. We're building our own legacy here, and we start. And then we have already said we will have obstacles like we have, but we still need to believe in what we are doing. We still need to believe in what we are building here. And when we finish that, it will be fantastic. Do you think the campus is like 2,500? That's bigger than this. No, but you can get how many standing. Without the stand. Trees. Yeah, that's what I mean. This is all The tree thing. Can I get everyone's answers? 1,500. 2,100. 2,500. 4,000. 2,000. 4,000. Wow. There's how no many way. people have you got? You can fit in the stadium. In this stadium? Yeah. What's your guess? I can't believe I said 5,000. No, but there's no way. 500 people multiplied by 12,000. 12,000. 12. No, I think maybe 4. That's 4, sorry. Yeah. Ben, where? Be nice today on the yeah. No yellow cards. Yeah? Yeah. Ja, gut. Klar muss man ein oder anderes Mal einfach über Schmerzgrenze gehen. Und wenn das heißt, dass ich dann am Spiel von Rom oder das waren ein paar Spiele einfach die Spritze in meinen kleinen Zeh bekommen muss, dass ich spielen kann, dann klar mache ich das. Ja, es ist unangenehm, aber ich glaube, das, was am Ende dann rauskommt, wenn wir gewinnen und dieses Gefühl, dann merkt man diese Schmerzen. Das vergisst man. Ich bin zwischen
Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben jetzt ja lange irgendwie Winterpause auch gehabt. Also dieses Gefühl, es geht endlich los, auch so eine Vorfreude. Aber natürlich auch das Verrückte, dass wir jetzt mit dem Champions League starten, ist schon ein bisschen komisch. Aber nee, ich bin voller Vorfreude. Ich glaube, wir hatten gute Trainingswochen gehabt. Aber es ist halt auch nur Training. Und jetzt geht es halt wirklich um sehr, sehr viel heute Abend. Und ist halt auch sehr richtungsweisend, wie es in der Champions League für uns weitergeht oder auch nicht. Also ich wollte da dann schon auch quasi aufs Ganze gehen und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt zum FC Bayern und ich probiere es einfach, das da zu schaffen und schaue, was ich aus mir rausholen kann. Sie geht einfach weiter ihren Weg und das ist eigentlich das, was es braucht, dass man einfach nicht an sich zweifelt. Sie weiß ganz genau, sie muss sich immer weiterentwickeln und da bleibt sie einfach dran. Es ist auch sehr einfach, mit jemandem zu arbeiten, der immer jeden Tag 100% geben will. Lustigerweise hat meine Mama auch schon früher immer gesagt, wenn wir hier waren, Mala, das wäre eine total schöne Stadt für dich zum Studieren und ich würde mich so freuen, dich hier besuchen zu kommen. Und von daher war das irgendwie immer schon ein Ort, der natürlich groß und neu war für mich, aber den ich irgendwie auch kenne. Und mittlerweile bin ich zweimal umgezogen, wohne jetzt das erste Mal alleine seit Sommer in einer Wohnung und habe die Stadt echt sehr gut kennenlernen können und viele Ecken gefunden, an denen ich mich sehr wohlfühle. Ja. Immer mal noch Leute in Münster oder auch in der Schule gesagt, und was machst du jetzt nach der Schule, was studierst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache vielleicht erstmal Pause und spiele Fußball. Und dann war es so, oh okay, wow, sowas geht. Kannte auch irgendwie noch keiner so richtig, auch meine Eltern natürlich, aber die Unterstützung war auf jeden Fall total da. In der Schule ist mir einfach Mathe und die Naturwissenschaften sehr leicht gefallen und es war für mich damit auch irgendwie klar, dass ich das weiter verfolgen will nebenbei. Ich wollte einfach an eine normale Uni. Ich hatte total im Kopf, ich möchte da auch Leute treffen, ich möchte das mit anderen gemeinsam machen. Die Naturwissenschaften sind eher ein Gebiet, der jetzt nicht so gefragt ist bei den Sportlerinnen. Dementsprechend bin ich sehr stolz, dass ich mich getraut habe, meinen Weg zu machen. Auch dabei geblieben bin und mich habe nicht davon abbringen lassen, nur weil viele gesagt haben, oh, das ist aber untypisch oder vielleicht auch mal gesagt haben, boah, das ist ja total langweilig. Hey, du bist doch Sportlerin, warum befasst du dich damit? Mir macht das sehr viel Spaß, von daher freue ich mich natürlich, wenn die Leute das auch anerkennen und auch die Arbeit dahinter anerkennen. Klar, das wünscht man sich auf jeden Fall, dass es nicht abgetan wird als man halt mal so eben. Man hat natürlich nicht so viel Zeit neben dem Sport, weil so ein Arbeitstag als Sportlerin auch einfach nicht endet. Aber mir hilft es einfach enorm, nebenbei mir etwas aufzubauen. Mein Bruder und ich, wir sind ein Jahr auseinander. Das heißt, wir haben immer schon viel zusammen gemacht, viel unternommen. Wir waren viel bei unseren Großeltern eben und die haben einen großen Garten und einen großen Werkkeller und wir haben immer viel mit meinem Opa drinnen und mit meiner Oma draußen gearbeitet und haben da viel lernen dürfen auch. Was ich halt mitgenommen habe, ist, dass ich keine Angst davor haben muss, dass man das vielleicht als Frau nicht können kann oder so, sondern ich konnte mir ein gutes Selbstvertrauen aneignen, diese Dinge, also einen Akkuschrauber und eine Säge selber zu benutzen. Mala ist ein Riesengenie, also die ist echt ein Käpsele. Und sie bringt das halt alles super unter einen Hut. Ich glaube, sie tut sich auch nicht allzu schwer mit Lernen und ist einfach von Grund auf sehr intelligent. Aber wie sie das meistert, ist schon, also da ziehe ich echt meinen Hut, weil oft dann auf Auswärtsfahrten sitzt sie dann 4 Stunden im Bus und macht irgendwas Mathematisches. Ich kann nicht so ganz genau durchblicken, aber nee, das ist schon, also da habe ich meinen allergrößten Respekt vor. Was die noch neben dem Platz irgendwie leisten, die gehen noch zur Schule, so, das ist irgendwie für uns immer so, ja, die sind beim Training, aber was machen die eigentlich neben dem Platz? Das ist einfach, finde ich, total beeindruckend. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es einfach ist. Es ist schon schwierig, weil ich auch, dadurch, dass ich bei der ersten ja immer mittrainiere, wir trainieren ja morgens,
gehe ich meistens morgens noch 2 Stunden in die Schule, gehe dann zum Training und dann meistens noch mittags in die Schule. Es ist nicht einfach, vor allem wenn wir dann gerade auf Champions League Reisen sind und dann verpasse ich eine Schulaufgabe oder so, muss ich das wieder nachschreiben. Muss dann auf den Auswärtsfahrten lernen, also ja. Die Nachschreibtermine sind teilweise samstags, da muss ich Samstag früh in die Schule kommen. Einfach ist es nicht, aber ich versuche es so gut wie es geht, alles unter einen Hut zu bekommen. It's a tough time when you are studying and playing football at the same time. There is not much free time. Yeah, I understand that it sometimes can be a bit stressful for the girls who still is in high school. Und der nächste, 4:0. Was ein toller Abschluss. Alara Scheidler krönt ihr Startelfdebüt mit dem 4:0. Also ich habe ja immer am linken Arm ein Armband, wo ich ein Tape drum mache. Und dann hat Julie vor dem Spiel gesagt, ob jemand ein Edding hat oder halt einen Stift hat und hat gesagt, sie schreibt mir jetzt was drauf. Ich habe gar nicht hingeguckt, was sie geschrieben hat. Und dann hat sie drauf geschrieben, Goal. Und meinte danach, du schießt heute ein Tor. Dann habe ich tatsächlich ein Tor geschossen. Das war schon auch besonders. Guck mal, was Julie mir vor dem Spiel auf die Hand geschrieben hat, oder? Ja, ich würde es auch nicht schlafen. Ja, uns hat er gemacht. Das läuft genauso. I think Alara has such a good mentality. I think she's showing and getting better and better since I came here. I'm very impressed by her. She's so young, but she can be a really good player in the future. I think it's very impressive that I think most girls in our team are studying or did study at one point. So yeah, I think it's something special about women's football that everyone kind of wants to / has to also study on the side. Ich studiere nebenbei Finanzmanagement an der Fernuni. Tatsächlich kann ich mir jetzt vorstellen, damit auch nach der Karriere was anzufangen. Ob es dann am Ende so passiert, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich noch einige Jahre Fußball spiele. Genau, aber ich glaube, mit dem Gedanken, sich was vorstellen zu können, ist es auch einfacher zu studieren. Uns kam dann vorher schon mal die Idee, weil es auch so ein bisschen meine Herzensangelegenheit ist. Was passiert denn so auch noch neben dem Platz? Also wie können wir es auch schaffen, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen für die Spielerinnen, was sie auf ihrem weiteren Lebensweg auch irgendwann mal machen? I think Jay is probably one of the most passionate people about Bayern and about women's football that I've met in a long time. She works extremely hard. She really wants to take the club to the next level and the team to the next level, and she's trying to make our environment and everything that we have here in the best it possibly can be. So I respect her incredibly a lot for that. Wie sie Prozesse anstößt, wie sie mit den Frauen versucht, neben ihrer sportlichen Entwicklung die Frauen weiterzuentwickeln. Gibt es Mentoring-Programme und. Und dann haben wir uns jetzt überlegt, ob es nicht eine Art Mentoring-Programm sein könnte, wo wir eben Frauen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft zusammenbringen können, um unsere Spielerinnen eben neben dem Platz auch in gewisser Weise zu begleiten. I think it's very important that we have such program in place to really empower young female athletes to feel confident about the topic, to also give them some knowledge at hand, the right tools. Als wir uns dann am Campus getroffen haben mit den Spielerinnen und den Mentoren, hat man gesehen, wie sehr die Spielerinnen das geschätzt haben und wie sehr auch die Mentoren das geschätzt haben, weil die in eine Welt eintauchen dürfen, die für den Normalbürger so gar nicht ersichtlich ist, nämlich was bedeutet Leistungssport. Ja, es war ganz spannend. Wir haben ja die Mädels aufgeteilt mit den Mentorinnen gemeinsam an unterschiedlichen Tischen mit unterschiedlichen Fragestellungen, beispielsweise zum Mentorinnenprogramm. Was ist auch jedem wichtig in einem Mentorenprogramm oder was sind denn ganz allgemeine Interessen zusammengefasst? Was erwartet man auch voneinander in den nächsten Wochen und Monaten und welche Themenschwerpunkte sind da wichtig für jeden Einzelnen und wie geht die Reise weiter? Ich habe das Gefühl, da kann sehr viel bei rauskommen. Also für mich persönlich war es ziemlich besonders, einfach weil die Mentorinnen, die dann dort waren, irgendwie doch sehr viel auch aus dem Bereich Technik und Industrie gekommen sind und was ja auch so ein bisschen das ist, was ich studiere und für mich auf jeden Fall interessant sein könnte, nachdem ich Fußball gespielt habe.
es war wirklich ein schöner Tag und ich bin schon der Meinung auch, dass wir da auch einen gewissen Standard gesetzt haben, etwas Außergewöhnliches geschaffen haben für die Spielerinnen, aber auch als Verein wie wir, der FC Bayern München, eben über den Sport, über das, was wir jeden Tag auf dem grünen Rasen da draußen machen, auch zu bieten. Und ich glaube das schon, dass das außergewöhnlich und besonders ist. You kind of had to have something prepared for afterwards. That's why I went to school, because my parents were very like, you have to have something ready. You never know, you could get injured. Yeah, you basically never know what happens. So I think it's better to have something prepared. Es lastet schon ein gewisser Druck auf einem, den man sich selber macht, der einem von außen auferlegt wird, wie auch immer. Mir hilft es mental sehr, sehr gut, diesen Ausweg zu wissen. Aber wenn ich das wirklich nicht mehr machen möchte oder wenn irgendwas nicht klappen sollte, ich bin ja noch mehr als die Fußballerin und ich kann auch noch mehr. We have talked about this game now for a long time. There is nothing more to talk about. Just repetition. We need to attack the situation like what we want to do. And we want to put ourselves in our right place again. We want to show ourselves for who we really are, okay? And with that comes discipline. It's not about motivation. I'm not standing here and trying to motivate you. That has to come from within. And discipline is when you're tired, when you're hurting, when you don't want to, you still do it. So tonight, I just want you to go out and fulfill your own potential. So don't hide away. Stand up, show up, be accountable. Don't be a passenger. We had that too much over the last 2 or 3 games. Now we need people who takes their hands on the wheel and we drive forward together, okay? It is us making it up for ourselves, you know. I know we try. And I know we do our best. But we need to step up a little bit more in those things. It is no ball that is okay to lose. It's not a situation that's okay to lose. It's not okay to be out of position because we can help each other. And now we are in this situation, and when you are in this situation, it's only one of them. We need to get through. We need to put through. We cannot get scared now. Oh shit, whatever. We do this. We can score 2 goals in the second half. It cannot be reactive. We need to be proactive. We need to go. We need to jump up to do this. They do that. Yeah. And now it's time. It's not going to be tomorrow. It's now. Okay, good. That's the same. The whole way. Everybody gives everything that you have. We got it. The game in general was a bit, I would say 50-50. I think big parts of the game they were better, and then big other parts of the game we were better. So it was a bit back and forth. Wir wollten alle unbedingt diese 3 Punkte. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Und mir ist dann einfach nur deutlich gesagt worden, dass wir Ruhe bewahren sollen, dass wir den Ball halten sollen, weil wir nicht gewinnen müssen, so in die Richtung, und dass der Punkt ganz gut ist. Das Spiel gegen Rom war natürlich extrem krass. Da haben wir noch
keinen super guten Fußball gespielt, würde ich sagen. Aber uns halt auch von zweimal im Rückstand zurückgekämpft. I'm really, really proud of what we have done. And it's nothing to do with winning the league or winning cups or winning those things. It's more about some of the performances and how we have built a culture within our dressing room. Things that it's not easy from the outside to see because they only see the tip of the iceberg. They don't know what we do behind the scenes, what we do under the... And all of these things that is so important to create success. It needed to be done. Ich bin da hinten am Schreien und das reicht mir, dass du mal scheiß Maler redest. Ich mache nichts anderes das ganze Spiel, okay? Ja, wir machen es ja auch. Und wir reißen uns zusammen, wir hauen alles rein. Wenn ihr das nicht seht, weiß ich nicht. Aber wir tun wirklich alles. Und ich höre das und es lenkt mich total ab, okay? Aber ihr wart gut. Ich würde jetzt, glaube ich, anders reagieren wie vorher. Es war einfach Impulsivität. Du machst dann das 2-2 noch. Das war halt dann alles bisschen zu viel Emotionen auf einmal. Und deswegen, ich bin auch der Maler nicht böse, dass die Chance geworden ist, weil ich glaube, meine Direktigkeit war vielleicht auch nicht gerade so das Schöne. Ja, ein Fanblock kann dich beflügeln und zu den höchsten sportlichen Dingen anpushen und sie kann dich auch plötzlich brechen. Das ist auch eine Verantwortung, die sich auch ein Fan bewusst werden darf als erwachsener Mensch. Ich weiß noch, wie es war, als es eben noch keine Ultras gab, noch keine richtigen Supporter in den Stadien waren. Da hat man sich das gewünscht, dass gerade in schwierigen Momenten oder gegen Ende des Spiels, wenn dann wirklich auch mal die Kräfte ausgehen, dass jemand da ist, der dann noch mal mit der Trommel oder irgendwie einen nach vorne peitscht. Und das ist schon ganz besonders. Und die Red Ladies wachsen und wachsen, die werden ja auch immer größer. I love to have like a connection with the fans that I feel like we play for them and we play for the club, that we feel like we play for something more than just ourselves. I think that's really important, and to be able to hear them on away games and at home, it gives me more energy because it reminds me of who do I play for. I play for the fans, for them to be able to get a good experience, but also to be able to celebrate the wins and hopefully championships. So we love our fans, we love our followers, so we are very grateful for that. But we also need to mean more. You want to touch people in your life, don't you? This is what you do with your family, your closest one. And the more people you can touch in a positive way, I think it's should be everybody's purpose. I think it was incredibly tough for her, and still is, I think, to this day. But somehow she was able to show up here every single day and do her work and do everything to make sure that we were prepared for our games. And she put the team in front of herself, and it's so brave of her to do that because she was going through a lot. So it was really important for us to be able to give something back to her because we feel her love every single day. Alex is one of a kind. She's a woman that will do absolutely anything for you. I see her as a second mum. She's somebody that from the day dot here, she took care of me. Yeah, and I've got a good relationship with her and her husband, and I just think they're the best people. She'll go out of her way to do anything for anyone. A lot of the things that she does goes under the radar, and I think the credit that she deserves goes under the radar. And the day that her father died was obviously sad for everybody because we all felt the emotion that Alex felt, and we knew that it was a time and it was a day that we needed to make so special that she remembered it for the rest of her life. And not only for the sadness of her father passing, but also the happiness that he'd created. He was a big Bayern fan. He would have been at our games. We knew that Alex's love for football came from her dad, and we wanted to make sure that her own environment made her feel that special. Ja, Georgia hat mich kontaktiert, weil sie ein Trikot haben möchte. Und es ist den Papa von der Alex. Und dann haben wir überlegt, was wir machen können, weil sie
Das Team wollte gerne was machen für Alex und ja, im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, die 70 drauf zu machen, weil das sein Alter war und halt Papa, weil die Alex ihn immer so genannt hat. Und die Mädels haben es dann auch unterschrieben. He's the nicest man ever. Him and Alex are like two peas in a pod. I'm sure they were best friends in a different life because they're best friends in this life. It's crazy. Wie hältst du das? Ja, so wie es mir gesagt hat. So machen. Er hat zu mir gesagt, die Hand so hier hin. Ja, das wird nichts, Leute. I think for him, he supports Alex so much. Alex had a lot of work before he came, and hopefully he reduces her workload so that she's got a little bit more time with her husband and her daughter and can spend more time at home. Ich finde auch, dass er ihr auch sehr, sehr gut tut. Also ich finde, dass gerade diese Kombi die Sache noch ein bisschen harmonischer gemacht haben und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich bin sehr dankbar, dass wir die beiden haben. He's the person that makes you so comfortable in your kit. He wants everything to be perfect. He knows match day routines, he knows superstitions. He's taken the time out to learn that about each individual, which shows his personality because he cares so much. He wants everything to be perfect. Your pile, your kit, your drink, your snack. Everything is perfect, every single game. Ja, also mein Wunsch war tatsächlich, zu DDR-Zeiten war das noch, mal für den FC Bayern zu arbeiten. Der Wunsch hat sich dann mal irgendwann erfüllt. Damals haben mich alle ausgelacht, als kleines Kind. Ich möchte die Geschichte auch ganz kurz noch erzählen. Mein erstes Spielerposter im Kinderzimmer war Hans Pflügler, der dann später mein Chef wurde. In Paris war es jetzt das erste Mal seit langem, dass ich mal die Möglichkeit hatte, aufgrund der Spielzeit, dass wir tagsüber rausgehen konnten. Ich habe das auch sehr genossen, weil ich habe ein Ding auf meiner Bucketliste abgehackt. Auf der Champs-Élysées sitzen, ganz dekadent und eine Tasse Kaffee trinken und du hast eine heiße Schokolade bekommen. Jeder denkt sich, ja, du bist ja da und da, du siehst aber eigentlich nicht mehr wie das Hotel, das Stadion, den Flughafen. Das war's dann. Ich bin ja auch am Münchner Kinse. Ist ja ähnlich, ne? Nein, aber so Großstadt hat schon auch was. Verhältnis gesehen zu Berlin, zu Sachsen-Anhalt. Ja, da haben wir Magdeburg und Halle. Oh, schau mal da. Ohne Alex wird das hier alles nicht funktionieren, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, sie ist so ein bisschen die Teammama und sie hält alles so zusammen. Und ja, ohne Alex, das kriegt man von außen gar nicht so mit, was sie alles fürs Team macht. Und egal, ob das am Spieltag ist oder außerhalb vom Spieltag, sie ist halt immer für einen da und sie hört aber auch zu und ist, wie gesagt, unsere Teammama. Und ich glaube, wir haben sie alle extrem gern und sind sehr dankbar, dass sie Teil unseres Teams ist. Ja, du bist einfach mittendrin. Und das ist auch das, was die Mannschaft einem mitgibt. Es ist jetzt nicht so, das ist die Mannschaft, der heilige Gral, sondern wir sind ein Zusammen. Und das ist das, glaube ich, was uns auch auszeichnet. Ich weiß noch, wo ich hierher gewechselt bin vor 5 Jahren, war sie eine der ersten, die mir direkt eine WhatsApp geschrieben hat, wenn du was brauchst, melde dich. Sie hätte meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient, viel mehr Dankbarkeit auch irgendwie und Lob verdient, weil sie so viel macht. Für mich ist es wichtig, dass wenn die Spielerinnen am Spieltag ankommen, dass sie sich fühlen, als ob sie zu Hause ankommen, sich keinen großen Kopf machen müssen, sondern sich aufs Wesentliche konzentrieren können, wie, okay, da steht das, wir haben auch unsere Abläufe, wo was steht, damit sie nicht lang rumsuchen müssen. Und ja, dass der Fokus halt auf die richtigen Dinge gelenkt ist. I want to say one thing. This, we are a tight group, okay? Tight groups are together when things are going well. Tight groups are together when things are going not so well. This is the journey with your company in life and together as a team. So today I want us to put everything out there, and that's the best respect you can show for Alex today, is to give everything. It's not about winning or losing. It's just to put everything in. So to be able to dedicate the game to her and the jersey as well and everything was, I think, our way of showing that we are a family and we are her family. And when she needs us, we are also able to be there for her. Yeah, it was a really tough time for her, and I think she's incredibly brave, and so we wanted to be able to give her back a little bit. And
let her know that she can also lean on us because we lean on her every single day. Okay, girls, let's do it for Alex. Come on! Hey! For all of the girls, we foreigners, even when I came, when my family comes visiting from Norway, she picks them up at the airport, she does everything for us, and she does that for the girls. So I think this was the moment to show her the respect and get her the feeling that she's a part of the team. And I know it meant a lot to her because she was back at work a couple of days after that, and just to be there for the players and be it for us and for everybody. And I cannot speak highly enough of Alex. Luckily, we went out and won the game for her because it would be such a great story if we lost that game. Basically, I feel like everything was my fault because of the first goal they scored when I was almost alone. But yeah, we've seen the clip again, and then maybe it's not just my fault, but I was involved in it, so that's why I felt very connected to it. And then the striker scores after a counterattack. So it was just very emotional for me. I had an emotional week, also on my periods, of course. So then my emotion goes sky high. Menstruation ist ein Riesenthema. Man hört mittlerweile unendlich viel darüber. Es wird halt jeden Tag irgendwie über zyklusbasiertes Training gesprochen und zyklusgesteuerte Ernährung etc. pp. Du hast einen Kader von 25, 26 Spielerinnen, wo jede von denen massivst individuell ist. Mit massivst individuellen Beschwerden. Wo ich sage, man muss erstmal die Spieler kennenlernen, mit denen reden, dass man sagt, hey, wie geht's dir, was ist los? Erzähl mir mal so ein bisschen. Erfahrung sammeln, wie häufig ist das, was für Beschwerden haben sie. Und wenn man das ein bisschen hat, dann kann man mit diesen Menschen besser arbeiten. They try to do everything they can to fix it for us to be the optimal player that we can be. We acknowledge this and we respect this, and I try to learn and be very humble. I never experienced this for myself. We only want the best for them, and we try to do the best for them. We cannot treat them as if this is not an issue for them, because it is. That was actually the first real time that I saw how my team, how it's to be a part of the team. Because I was like devastated and just like, I want to go home, I don't deserve to be here. I'm sorry. Fußball ist ein Fehlersport und dass Tuva in dem Moment ein Fehler unterlaufen ist, war sicher nicht der Grund, dass wir am Ende ausgeschieden sind, und das wollten wir als Mannschaft auch klar machen und rüberbringen, dass sie dieses Gefühl bitte nicht haben soll. Der Tag war einfach extrem schwer für Tuva. Wir haben es einfach probiert, einfach sie zu zeigen, okay, guck, du bist einfach super, du bist Wahnsinn, mach einfach weiter so, wie du es gemacht hast, und es wird alles wieder okay. Everyone just like came to me, hugging. Yeah, basically we're the best teammates. Oh, you had to ask that question, didn't you? No, it was so nice to see how the team was there. Yeah, they were so nice. Ich glaube, das sind auch Momente, die dann auch ein gutes Team auszeichnen, dass gerade wenn es nicht so gut läuft oder wenn für eine Spielerin dann so ein Moment kommt, dass man dann zusammensteht, ist viel mehr wert, als wenn sowieso alles super läuft und man sich gegenseitig auf die Schulter klopft. Das sind Momente, in denen man zusammenstehen muss, wofür auch ein Team da ist. You have bad times and we stick together, that's like, then you know you have something special. And I know for a fact it's not like that in every team. So that's why I feel like this group is so special, because we take care of each other. You can talk to everyone on the team.
The team did an amazing game against PSG, and then it's just this small detail that changed everything. So it was a crazy game to watch, a lot of feelings, and I really felt with the players after doing that great game against them. Ich finde, wir haben überragend gespielt, wir haben es richtig gut gemacht. Everybody feeling okay? Yeah. No problems? The legs are still fresh. There's still more fuel in the tank. The engagement of what you do is perfect. It's really good. It's good energy, good in the Zweikämpfe. But this shows the potential in what we can bring in. Okay? And we need to do it again. And we need to be smart. We need to stay focused. We cannot slip up or forget at one moment here. We need to stay focused and concentrated. Okay, so just a little bit of motivation going into the second half against Katutu Tuva. You don't always have to be the biggest, but we work hard and we work together. And we need to take this. We need it. Okay, girls, 45 now. 45, the price is high here. Go girls. Come on. Eckmann, Zeitspiel. Okay, holt Eckmann ist für uns. Eckmann defensiv, Seite frei, versucht auch wach sein. It felt the whole game like we had control in a way. I mean, obviously we were playing PSG and they are an amazing team with a lot of quality individuals. It's like a final for us. We knew that we had to win it. My emotions were up and down the whole game. Even when they scored the 1-1, it was almost a feeling like, it's okay, we got this. We knew that we could do it as a team. We had already done it in Roma. Straight after the girls come back again and make it 2-1. When Sid scored the goal, the celebration was unbelievable. Es war einfach Emotionen Rollercoaster. You get this feeling again of like, okay, we can do it again. Like, we'll just come back and score. It was like highs, lows, highs, lows. Then we thought we got like the biggest high. Yeah, I just remember I saw her running around with her, took her t-shirt off, and she was like running around celebrating, and I was thinking the whole time, I was like, I think she's offside, but I was like running there because I wanted to be part of the celebration in case it wasn't. It was our day, it was meant to be. Jovi would just be 2 meters back and then she would be on onside and she would score and it would be a great day. Der FC Bayern München hat die Saison nach Benedikt 2:2 unentschieden. Leider eine Endstation für unsere Mädels in der Champions League. Tut es ein bisschen weh, vor allem wie es dann am Ende war mit dem, ja klar, wir gehen weiter, wir gehen nicht weiter, dann schieße ich halt noch ein Tor, dann ist es abseits. I was really, really proud of the girls. I was proud of how we stuck together. I was proud of how we went from the first minute to the 95th minute, how we stayed together as a group, how we were able to, just bring massive, massive character.
In the times when you do have the highs and you do have the lows, it's the teammates that you count on, and I can most definitely count on the girls here. The proudest moment I had since I came to Bayern München, and that was a game we didn't win, and we win most of our games. Haben es halt leider nicht über ein Unentschieden hinausbringen können. Zum 3. oder 4. Mal in dieser Champions League Saison. Obviously, of course, it was a difficult group with some good teams. We see PSG now in the semi-final. So I also know that we have the potential to go far in that tournament. And I think next season we will get even better. And then I believe that we will have hopefully a good journey in Champions League next season. I think you get what you deserve a little bit, and I think that we should have been safe already before this PSG game, and we are good enough to should have put ourselves in that situation already. Auch wenn es in der Champions League dann quasi jetzt nicht gereicht hat, insgesamt bin ich schon sehr stolz darauf, wie wir uns da so aus so einem Tief, vor allem Ergebnistief, so rausgekämpft haben. Und da sieht man auf jeden Fall eine Entwicklung. Yeah, we didn't get the result that we needed, but the performance on that day was fantastic. So, it was very disappointing, and we went out of the Champions League, whatever. Yes, we did. On that day, we deserve more. And then maybe other times we get more than we deserve, but on that day, we deserve to win that game. And it will be a fantastic fairy tale. And we never know how it would end up if we did. Ich glaube, wir haben ein Stück weit Respekt auch in dieser Gruppe und auch im internationalen Umfeld erarbeitet, dass man uns als solches wahrnimmt, dass man uns auf der Rechnung hat und dass man mit uns auch in den nächsten Saisons rechnet. War das Pokalfinale da noch das Ziel und natürlich auch der Pokalsieg. Aber wir haben eigentlich sofort uns auf unser anderes Ziel oder auf unsere anderen Ziele fokussiert, und ich glaube, das hat uns in dem Moment einfach sehr, sehr geholfen, und das haben wir, glaube ich, echt gut hingekriegt. We had a really good feeling going into the penalty shootout, and we trained for it the day before because we knew it was an option that it could happen. So we were very well prepared. Ich habe gemerkt, dass man da echt sich selber sehr vertrauen muss, weil ich glaube, dass ich mittlerweile schon Erfahrungen gesammelt habe und sehen kann, wo Schützen möglicherweise hinschießen, auch in ihrem Anlauf und in ihrer Bewegung. Aber das klappt nur, wenn man das so ein bisschen geschehen lässt. Mala steps up and saves 3 penalties and makes it an unbelievable evening for us. I mean, the penalty shootout, it was amazing. She just took one after the other, and it was some really good saves as well. Es war faszinierend zu sehen, dann einfach so eine Entwicklung von einer Torhüterin, die in der zweiten Mannschaft angefangen hat, mit der ersten mittrainiert hat und dann einen Sprung geschafft hat. Was kann schöner sein, als wenn quasi ein Eigengewächs im Tor steht, letztendlich. Eigentlich nichts. Und es ist so schön zu sehen, wie sie halt über sich hinauswächst in den Momenten. Für sie persönlich freut es mich halt riesig, weil sie, ja, glaube ich, schon auch Momente hatte, die nicht so leicht waren, und deswegen solche Momente, in denen sie sich auszeichnen kann, ja, glaube ich, ganz besonders sind. Mich hat es unfassbar gefreut, dass sie es dann einfach ins Rampenlicht da geschafft hat. Das ist ein Moment, den kriegt man nicht so häufig. I think she really stepped up in that moment, and it was something that she needed, and I think we needed it as well. And yeah, I was just so happy for her that she was able to shine in that crucial moment. Yeah, she's one of the best goalkeepers in the league, and for me, then she deserves a chance in the national team, where she should also prove herself like everyone else. Now we're going to a kickoff final. We're going to make the most out of it. Okay, off get.